welkom voor het picknick door. En wir wel campen. Er zijn ook de campgrounds aan de op. Dat is weer het eerste camp dat ik op de plaats, waar het dan niet vol is. En dankzij voor al de MGC vrijwillige diensten in deze kerk. Dankzij dafür voor je arbeid wat je hier doet. En MGC, je heeft een gelegenheid voor die goed zijn en beelden maken. I guess du wird in je bulletin bij een blad ben. We kan giftcard geven. En je darf wel even lezen. Dat is een beetje information waar du je een $100 giftcard te geven. Maar we wieder gaan nog beten. Groter Gott, wir kommen für wir seien die Dankeschön, dass du uns beschützt hast. Wir seien die Dankeschön, dass du ein Gott von Life bist. Du hast uns live. Gott, wir seien die Dankeschön, dass wir hier kein Tod kommen, so steht, als Kinder Gottes. Dass wir können von dir Wort lernen, der gesehen, in der Botschaft, Luther. Und muss die mal Pastor Henry sein, und die Botschaft bringen, dann muss die sie in der Latten sollen. Und muss die uns das Tauchharte geben, dass wir unsere Gott wie kann in Reutmann und unsere Uhren auf zum Harten, was die zu sein hast. Amen.
Voor het nächste der Abschlusspiano fernkommen. Waar we dat abheben, dan werden we Gott noch Dankeschön sagen für die Arbeit, der uns hier gerade Gott, wir kommen noch einmal zu dir, Gott, wir wollen dir herzlich Dankeschön sagen für die Gesundheit, die wir können haben, Gott, dort wir können schaffen, dort wir können verdienen, und Gott, alles drauf trainen, die Gott, was du hast uns jeder Weise schaffen, für uns Ehren, für uns, unsere Nahrung, und Gott, wir sagen dir du Dankeschön für, und Gott, was immer hier tut, magst du dort segnen, und magst du dir jeweils segnen. Dankeschön für Ihnen Rufen, noch Gott die glücklich versehnen. Nächste Leute es, ein Gran in jährlich ab. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a Lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men.
Helemaal dankzij kan je doen dat. Once upon a time, and they lived happily ever after. The beginning and the end. If that's it, if that's all that makes a good story, then we've been missing something for years. If your story starts with only your birthday and ends with your death, then what's left that makes you different? What makes you special? But your story contains something that no one else has. Your story contains you. And if you take the time to look at your story, it is easy to see that your story doesn't begin with your birthday. It begins before that with your father and with your mother, and with your grandparents and with their parents. In fact, your story starts with one of the greatest statements ever recorded. In the beginning, God created. That's where your story starts. The Lord God Almighty, in all His power and glory spoken, with His words, He created Adam and Eve at first, but recently He created you. He knit you together in your mother's womb. He designed you exactly as you are. He knew that you would face trials and heartaches, and He stands with you. And He knew that you would smile and laugh and at times be filled with great joy, and He stands with you. He, piece by piece, created you, the masterpiece that is currently filling in the canvas, the frame of your life. He's writing your story. He's creating you, and just as your story doesn't start with your birthday, it doesn't end with your death, because God is not done creating you. He is calling you to become a new creation. He wants to renew you and create you. The pages of your book are filling up with your tears and with your joys. And the picture is coming into view, one stroke at a time. You are a child of the greatest artist ever to exist. There is no match, and that very artist is crafting you every moment with tender, passionate, loving hands. So what's my purpose in saying all of this? It's simple. It's to equip you, and to encourage you, and to empower you. In fact, the purpose of our group of churches is to equip and encourage you for effective ministry, empowering you to participate in God's work in the world. You are a child of God. God has written down His story and is now actively writing yours. You were created by the Creator to create. What's your story? In de Engelse aandacht waar ik vergeten de ruimte loten voor dit. En dit is voor wie immer een artist is, wie immer een creative is, creatief. Zum malen, zum Bilder aufnehmen, zum Geschichten schreiben. En
de conference die is der omvang van zijn studie kan wat rugvorderen van mensen. Dan wil ik zijn, wil ik in verschillende wegen zijn. So I weet dat we hebben deze artist right down there, right? Yeah. Singling you out, right? Ja, Amahans. Disney alleen het in insert in je bulletin, wanneer je meer wel information had aan de papier wat in bulletin ben weer dat het meer van beschreven. So Amahans kan je dan nog lezen. Sehr welkom hier van deze Marius. Mij freut dat je hier zijn. Mij jengt het schijn bloß harchen voor de gemeenschap de Bramdeid in de andere stof. Mij freut dat einfach. We zijn gemerkt voor gemeenschap heirat gemaakt, dat wanneer we bloß online alles doen, dan verliezen we een grote part van waar we zijn, niet zo? Het fehlt er aan gemeenschap, dat we kunnen top aan de handrieren en rubbelen en schulden bukkelen en zo, de Kenya High Five en al die dingen, die zijn zo wichtig. Dat is een grote part van waar we zijn, dat mij freut dat. We hebben in de Ondachtsmaris, hebben we hier een lied, die zijn hier van Zimbabwe getrokken, al wat jaren terug, die hebben heel lang gewoond, maar hij had donderdag een hartattack. Van daar weer in de kerk. En ik reed met hem nu de ondag, ik zei, laat ons weten voor de tijd van verder, we beden voor hem in de Engelse ondag. Dan zei hij, well, actually, dit was zijn zaste heart attack. So, het gleich so zu sein, das habe ich das gewarnt. Aber das ist ernst, ja. Aber das nicht allein hat, was wir haben, so, wenn wir nicht top kommen, wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit anderen, dann wir sind Dinge, das steckt euch an. Und so, das scheint, dass wir das haben. Und so, wir haben Gelegenheit. So, wir wollen beten, und dann werden wir in der Botschaft anfangen. Vorher Dankeschön für das, was wir mit uns tun. Dankeschön für deine Gnade. Dankeschön für deine Life für uns. Und dass du uns tragen lässt. Und dass du wirst haben, wir sollen die drei leben. Du wirst haben, wir sollen uns untereinander leben. Du wirst haben, wir sollen ein Bild sein zu der Welt, von der du bist. So, von der Samaris, weil wir in der Botschaft angehen. Ich bete, Herr Gott, für dein Sehen. Ich bete für deine Leitung. Ich bete, Herr Gott, für deine Salbung. Und ich bete, du musst zu uns heute reden und uns einfach anrühren und verändern. Dass wir nur tragen in die Dollar legen durch uns Leben. Dankeschön, Herr Gott, für die Gemeinschaft, was wir haben, die Versammlung, was wir haben, musst du uns segnen. In Jesus' Namen. Amen. Noch einmal sehr willkommen hier, die was hier tüßig sind, was hier ja sind. Wir haben für verschiedene Städte ja, von Manitoba, wir haben von Mexiko ja, und wir haben vielleicht von anderen Städten in Alberta auch noch ja. Sehr willkommen hier von der Samarias, noch über Livestream. Sehr willkommen hier von der Samarias. Wir fangen 3 Wochen fangen wir an, ein Thema an zu nehmen, von ans Ziel frisch anstellen. Wir sagen, wir wollen nicht quack sein, was Gott anbeten wird, was Gott denkt, was Gott was in der Botschaft mitteilen wird. Und um dort zu tun, wie in den Thema, wie nicht top sein, dann fehlt wir von vielen Dingen. So, wir haben ein frisches Thema angefangen, wo wir ans Ziel feststellen. 2 Wochen drei, dann sagen wir dort, dass Gott sein Wort für uns ist, dass wir am Leben tun. Dass wir Gott leben tun. Und wir wollen den Vers von der nach weiter lesen, aber der zweite Sinn nach der Fähigkeit, dann kicken wir nach, wo können wir Gott leben? Und dann sagen wir dort, dass, wenn wir an Gott leben, dann machen wir am Kern. Und der Weg von am Kern ist uns einfach in Gott sein Wort, das tüßig merken, ans Wort, das uns damit aufgeben, das Buben rumkämen. Auf Englisch wird das meditate. Ich stelle den Psalm 1 vor, von was der Psalm sagt, dass wenn wir uns mit dem Wort beschaffen, gleich als das Wort, was der Plot spricht, mit dem Wort beschaffen, dann sagen wir, das ist ein Baum, was einen Grund hat, was einen Wurzel hat, was nicht abstirbt von dem Wind und so eine Sachen dort. Und so, ich will das in der Werk, weil ich das auf Facebook alle solchen Dinge aufschreibe, und meine Werk, wir sehr drachte, die Werk, so habe ich das nicht getan. Aber ich habe mich beschäftigt mit Gottes Wort, und ich habe die Hand auch. Ich habe die Hand die Gelegenheit genommen, um jeden Tag ein Port von Gottes Wort nehmen. Und diese Werk lässt nicht ganz so falsch für Werk, sondern weil ich diese Werk proben, auf Facebook alle mal was noch zu tun, um uns einfach anspornen. Zum Wasser Frauen stellen von Gott sein Wort. Und ich glaube, die Dollar, wie dort tun, die Sünder, wo wir in das jährliche Leben. Wir wollen von der wiedergehen an den Thema. Und von der werden wir gucken, was ist der Beweis, dass wir Gott leben. So, hat Gott sein Wort erst, dass wir am Leben. Vielleicht dann, wo können wir am Leben? Man am kann. Von der werden wir gucken, was ist der Beweis, dass wir Gott leben tun. Und ich will weiter den selben Aufschnitt lesen, was ich auch Fähigkeit deed. En hier kan je waar zijn, de boven is Engels en hier is het is Plattdeutsch. So, wenn immer je lesen wollen, das ist gut. Ich werde das Plattdeutsch lesen hier. Und wenn ihr eine Bibel mit habt, werde ich in der Bibel lesen, ich will sagen, lieber in der Bibel lesen, so eine wohnt. Bei einmal heißt das Markus Kapitel 12, Vers 29 durch 31.
Jesus, en hier als die Schriftlehrer, hij komt naar Jesus en vraagt, wat is de raste gebaut? Hij wil einfach weten, wat verlangt von uns. Hij wil in de cultuur abgewassen, wo wir Dinge doen, dat beweist dat wir reich zijn, wir haben genug Opfer, wir haben dit, wir haben jant, en dan beweist dat wir Gott gehorsam zijn, dan beweist dat wir reich zijn, dat we er opvoeden deed. En dan vraagt hij, so, wat is dan het wichtigste gebaut? Wat is dit, wanneer ik dit doe, wat is dat wat er zegt, nu zijn ik te goed? En Jezus, hij komt terug en zegt, dat is dit. Dan zegt Jezus zu ihm, das Wichtigste ist dit. Hör, O Israel, der Herr als Gott ist der einzige Gott. Und du sollst den Herrn dienen Gott vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und mit aller Kraft Gott sein und euer Leib haben. Das ist das Wichtigste Gebot. Das Zweite ist dit. Du sollst deinen Nächsten so gut sein als dich selbst. Du hast kein greiteres Gebot als dieser. Interessante Ding hier, so was ich sagen will, ist, Jesus, er sagt das nicht aus einem guten Gedanken, nicht bloß aus einem guten Vorschlag, das ist ein Gebot. Wir sollen Gott leben. Wir sollen uns untereinander leben. Aber das interessante Ding, was noch bei ist, dass die Geboten, was er uns gegeben hat, sind Dinge, wo wir als Menschen alle mit kämpfen tun. Wir kämpfen einfach damit, wenn das gehen unsere fleischliche Natur. Das ist nicht so, was uns leicht ist, das ist nicht so, was uns schön geht. Und das ist nicht bloß so, was die Menschen mit kämpfen tun, das ist wirklich so ein Problem, was der Mensch hat im Großen und Ganzen hat. So, und dort, dass die morgen besser oder früh besser, und dort, dass die Größe besser, klein besser, wir haben alle gesagt, dass wir kämpfen mit besten Menschen gut sein, besten Menschen leben. Wir haben alle den Kampf. Einmal fängt wieder leichter Gott zu leben, einmal fängt wieder schwer Gott zu leben. Wo wen? Well, ich glaube, das sind alle Ursachen für, aber eine Wirklichkeit ist, dass wir merken leben, dass rollt daran mir selbst. Eine ist zwei, wo ihr das sehen kann, wenn ihr an der Neuigkeiten gekickt habt über die News und so weiter. Alle wen in den Städten, große Städte, sind die Proteste, die Demonstrations. Ich war hier in Calgary, in Edmonton, in Toronto, in verschiedenen Städten, ich weiß nicht, wo alle wen, bei allen die großen Städten in Kanada haben auch die Proteste. Und was handelt sich denn die Proteste? Das handelt sich nicht sich untereinander zu leben, aber die wollen einen Punkt merken. Die wollen wissen, dass die auch noch eine Macht haben, dass ich dann auch noch will, so zu sein. Ich sage, das handelt sich an mich. Das die Gedanken, was dahinter steht. Und einmal, wenn die Gedanken daran wechseln, das handelt sich an mich, dann weiß ich, das wird ein Kampf sein. Das wird einfach ein Kampf sein. Und diese Gedanken, dass wir als Kirche, als Christen, als Menschen, was Jesus kann, dass wir mal einmal nicht wollen, gepflegt sein damit, wir haben von vielen, wie sein Kreuz so gut gepflegt damit, dass andere Menschen. Hör ich mal, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 18 durch 19. Das sagt, wenn die Welt nicht leiden wird, denkt daran, dass ihr erst mich nicht gelitten habt. Wenn ihr noch von dieser Welt wären, würde die Welt der eine gut sein. Nu sind die aber nicht von dieser Welt, wie es ich in die Rüte gewählt habe. Und deswegen kann diese Welt nicht leiden. In anderen wird gesagt, sogar Christen wollen kämpfen damit, wegen der Welt, die kann uns nicht leiden. Die Welt, die gleicht nicht Christen, die Welt, die gleicht alles nicht, was Gott liegt wird, sondern was die immer ein Kampf sind gegen das Christentum, was immer ein Kampf sind gegen die Menschen, was die Gott wollen nur fallen. Und so dann, was wir in jener Hand, haben wir uns darauf verloren, dass wir dieselbe Probleme entgegengehen, was andere Menschen tun. Stellt euch mal das vor. Wenn ihr eine Rotfrau für irgendwas, dann mit wem gehen ihr Rotfrauen? Zum Beispiel, wenn ihr wollen über ein Geld, ihr haben Geld Rotfrauen, gehen ihr so ein Mensch Rotfrauen, was versteht, Geld zu handeln, oder gehen ihr so ein Mensch, was in Bankruptcy ist, was der Hund steinarm ist? Wem fragen ihr Rot? Die fragen nicht, was du nicht weiten würdest zu handeln, die fragen nur, was du verstehen nicht so. Wenn ihr wollen weiten, wo, zum Beispiel, wo zu ackern, dann gehe ich nicht nur so ein Mensch, der niemals kann, was ich muss keine Kreuzstüren waschen holen, dann gehe ich nur so ein Mensch, der versteht. Wenn ich will weiten, um fertig zu schaffen, dann gehe ich nicht nur ein Dascher, weil der versteht das nicht so. Und kriegst du erst, wenn die wollen weiten am Leben, dann hoffentlich will ich nur so ein Menschen gehen, was du so Gott kann und was du da Antworten haben. Aber wenn wir uns einfach jachten tun, wenn wir uns einfach gehen ansehen, kriegt es irgendwie eine Welt aus, und wem wird die Welt gut Frauen rot? Dann sind die uns nicht aus einer Gruppe Menschen, die wirklich eine gute Botschaft haben, die mitgeben. Und so das ist die Ursache, ich nenne das abwägen, das ist die Ursache,
wo wir ihn so tun, so sehr durch das Schaffen, dass die Christen wollen dieselbe Kampf haben, was die Nicht-Christen. Wir sind Menschen, die Gott sein Licht sind, wir sind das Salz, wie Jesus sagt, wir sind die, die sagen, wir sind für Gott erst, und wenn die so tun, das kann verdorben, dann reicht es nicht wieder. Dann kommen die Menschen nicht nur Gott sein Volk, nur Rot. Kann sein? Und so, wir wollen einmal kämpfen, wir haben einen Jena, und wir wollen einmal kämpfen, kriegt es irgendwas für das. Der Unterschied ist, wir haben wem, was mit uns kämpfen wird, wer für uns kämpfen wird. Das Ziel ist einfach in dem, dass wir wollen euch sein sein. Und wenn wir wollen euch sein sein, dann haben wir selbst auch einen Kampf in uns, dass ich will nicht loslassen, ich will nicht dort tun, was Gott tut, und was Gott will haben. Ich will selbst euch sein, dann habe ich in mich selbst auch noch einen Kampf. Und das wird so zum viel arbeiten dort. Und dann spielt in andere Gemeinschaften auch rum. Hij merkt dat met beste mensen, dat verschijnt zich zo, dat je mäßig fertig te worden. Heeft irgendwer dat gemerkt? Met einige mensen verschijnt zich zo, we kunnen plötzlich leven. Met einige mensen, we kunnen plötzlich gleichen. Wo wäre das so? Well, ich glaube, das ist einfach so, weil das, was der Kampf ist, dass der Kampf wird so tun in uns Leben, nicht prägen wird, dass wir uns selber gegenüber sind. Aber hör ich mal, wo Paulus an das non kicken deit. In diesem 1. Korinther Kapitel 6, diese erste Geschichte, Paulus hat Schrift hier, der Umstände, der Kontext hier ist, der Paulus schriftet zu der Kirche, und da haben Menschen, die sich anzeigen, einer oder anderen zu kurz, in der Gesetz, in dem Recht erschlappen wird, einer hat den anderen beleidigt, er ist vielleicht Geld schuldig, und so eine Sachen ist dort, und die kann sich nicht versehen unter sich, die kann das nicht regeln unter sich, und dann nimmt ein Bruder, nimmt den nächsten Bruder dem Gesetz, und lässt die an Gottes Freiheit, die Gesetzenlehrer, die Rechte, was die nicht mehr heilig sind, Gott, soll die Rutschlüssen über ihn in ein Reich sprechen, und verurteilen. Und Paulus sagt, das ist eine Dummheit. Warum gehe ich nicht lieber Verlust, und es steht, dass ihr nur der Welt gehen, nur rot. Sie, der Kampf erst mal durch, wie Donald dort, so der ist nicht bloß von der, oder wie Donald durch so. Und Paulus sagt, das ist eine Dummheit. Und kick mal nur das Bild, was Paulus gegeben hat, und was er wirklich sagt, wo geraftet ist. Er sagt, weet je nicht, wenn je Körper, weet je nicht, dass dein Körper Glieder und Christus sind? Soll ich dann Christus seine Glieder nehmen, in höheren Glieder, die merken? Aber niemals. Nu, ein Klipp, was sie brechen durch. Zwei Dinge, was er sagen wird. Er sagt, weet je nicht, dass dein Körper ein Part von Christus im Körper ist? Hat er auch das Versen? Ha! Interessant. Du, Dankeschön. Da hängen wir meine Frau, die hält mich schach. Dankeschön. So, er sagt, ein paar Dinge, er sagt, weet je nicht, dass dieser Part von Christus im Körper, das nicht passen, wenn ihr dann höheren Körper merken von yourself. Und bitte versteht reich. Ich sage nicht, im Paulus sieht nicht, dass wenn wir singen, denn als Christen, dass dort dasselbe ist, als Heurerie drieben. Wenn wir uns jachten an untereinander, das ist nicht dasselbe als Heurerie drieben. Das ist nicht, was ich sagen will, das ist nicht, was Paulus sagen will. Und was Paulus sagen will, ist, kick mal. Wir sind ein Port von Christus, und wir sind ein Port von Christus im Körper, und da meint, wir sollen so arbeiten aus dem Körper. Wenn wir nicht arbeiten aus dem Körper, wir proben uns zu verrieten. Das ist, wenn ein Mann nicht tschüss bleibt, zu seiner Früh. So, das Prinzip ist, das nicht, er sagt nicht, dass wir alles hören, aber er sagt, das Prinzip ist dasselbe. Er sagt sogar, es steht in Vers 18, weet je nicht, dass wir sich mit einer Höhe aufjagt, was ein Körper ein Körper mit er ist? Die Schrift sagt, die zwei Worte ein Fleisch sind. So, er sagt, das ist ein wichtiges Ding. So, nu wil ik zeggen, ik kan een klein beetje erklären, een klein beetje duidelijk maken wat het laat. We hebben alle een körper, ja? Ik heb hang, ik heb vingers, ik heb teuien, ik heb bein, ik heb feit, ik heb knien, al deze dingen. Nu stelt je het mal vor, wenn ich mal mir einig word, misst dat een Elm met diesen Arm. Haak hem af, kan zelfs weer in hand. Wat passiert? Nu zijn ik een beetje verkrippeld. Ik kan niet doen wat ik zal doen. En wem doe ik direct de weide aan? Ik doe mezelf de weide aan. Aber nicht bloß dort, bei meine ganze Familie, die wird in ihr Leben. Nicht so? Und das wird passieren. Und Paulus sagt hier, er nimmt einen Schritt wieder. Er sagt in Vers 17, er sagt, wer sich aber mit dem Herrn verbindet, als ein Jes mit ihm. Stellt euch das mal vor. Wer sich mit dem Herrn verbindet, und dann wird gesagt, wenn du Jesus annimmst als den Herrn, den Heiland, den persönlichen Heiland, dann wirst du ein Jes mit ihm. Gott ist ein Jes, der wohnt in dir, dann wirst du ein Jes mit ihm.
Nu sagt er, wenn wir wollen jeden Gottesdienst jetzt schaffen, das ist, wenn wir wollen an die Früh verloten, ans Mond verloten, dann mit ein höheren Leben schaffen. Er sagt, du hast eine Trennung, was da passieren, das irgendwas, was du zwei brechen, zwei Rieten, das kann passieren. Wir sind ein Yes geworden, wir sind nicht Gott, wir wollen niemals Gott sein, so bitte versteht das reich. Aber ans Yes verbindet sich mit Gott in Yes, und er sagt, wenn wir nicht wollen, jeden dort arbeiten, wo Gott in Yes verlangt hat, dass wir verrieten dort. Das ist, wenn wir ein Bein oder einen Arm aufschneiden, einen Haken in den Ofen sein, wir können ein Tier das haben. Nu ist ein Hund, oder ein Ass, oder ein Mechel, oder eine Kort, oder was. Mir fehlt diese Teil nicht können, die Kort das mal haben. Und so, das kann sein, der Post gleich taub. Das war er sein, das. Und das war ein Mannsmensch, oft mit einer Hörtyp sein, er sagt, der Post nicht taub. Wir verrieten, was Gott sein Plan ist. Wir sind ein Yes geworden mit ihm, und wenn wir nicht wollen, als Jagden untereinander, der Kontext ist hier noch einmal, 1. Korinther sagt, dass wir sollen als Versehen einer mit dem anderen, wir sollen nicht jagen einer mit dem anderen, wir sollen als nicht nur die Gesaßgrund für Rot, wir sollen Versöhnung haben. Er sagt, das ist Gott sein Hort. Jesus sagt, leif ihn nur aus ihm selbst. Und das ist Gott sein Gebot zu uns. So, das ist Gott sein Hort, dass wir uns verleiben, und wenn wir das nicht tun, dann arbeiten wir jeden, was Gott sein Hort ist. So, wenn ich der Franz Mott sage, ich leg die nicht mehr, du kannst die Pülen, dann sage ich, dann arbeite ich jeden, was Gott sein Hort ist. Kann ihr sehen, was ich meine? Das war Paulus, die Prof zu sein. Wir proben uns von Gott sein Yes loszureden, wenn Gott sein Yes arbeitet mit Versöhnung. Wir arbeiten mit Leib an untereinander. Leib Gott und Leib den Nächsten. Und wenn wir uns nicht wollen versöhnen, wenn wir uns nicht wollen leiben untereinander, dann dürfen wir mit Fleet sozusagen unter wieder einmal vielleicht hast du da nicht mehr Fleet, ne? Aber einmal dann arbeiten wir jeden, was Gott sein Hort ist. Und wer macht durch unser Leben? Wer glaubt, wer macht durch unser Leben? Der erste ist ein Akt, was du unser Leben tust. Wenn ich nicht will mit die Vater von Franz, der erste mit ich unser dort leben, dann hat meine Familie, dann die Familie, und so hat der Körper Christi. Wir sind ein Körper. Wenn ich meinen Arm aufhake, wer lädt du unser? Erste der ich. Dann hat meine Familie. Und dann kann ich nicht helfen, dass es fehlt. Und wenn ich rumgehe bei Joma mich selbst, dann hast du das Problem, wer will mit mir taub sein, und das verspricht. Kann ich sagen, was ich meine? Gott sein Hort, dass wir arm leben, und dass wir uns untereinander leben. In Wirklichkeit, uns untereinander leben, ist ein Beweis, dass wir Gott leben. Wenn wir Gott leben und sein Hort leben, dann leben wir uns untereinander. Wenn das Gott sein Hort. Dann leben wir uns untereinander. So, wo wir ist es so schwer? Wo wir ist es so ein Kampf, dass wir uns untereinander leben. Und heute mal gedacht, wo wir ist es so schwer, welche Menschen zu leben. Ich glaube, dass erst wenn ich will haben, das soll mein Weg gehen. Ich glaube, du wirst haben, das soll dein Weg gehen. Wenn ihr manchmal Zeit habt von dir, bitte würde ich fragen, lest 5. Mose, Kapitel 5. 5. Mose, Kapitel 5. Ich werde es nun nicht lesen, aber 5. Mose, Kapitel 5, du als Gott, er sagt zu Moses, sei das Volk Israel dit. Und dort ist dit. Wenn ihr in das Niederland angehen, was ich euch geben will, und du hast mal einmal Gottes, du hast mal einmal Wien Gottes, du hast mal einmal Forms, du hast mal einmal Hisa. All die Dinge, was die nicht fähig geschafft haben. Nu seid ihr in der Wüste, ihr seid der Sklaverei, seid von der Sklaverei raus, nu seid ihr in der Wüste, nu wollt ihr dort haben. Wenn ihr das ist alle haben und alles schein geht, alles gut geht, dann verjährt nicht den Herrn, den Gott. Bloß wenn ihr wollt verjähren von den Herrn, den Gott, dann all das, was nu schein geht, ich werde es eben sagen in meiner Ehe, dann wird dort alles sehr werden. Okay, sehen, was ich meine? Wenn wir wollen Gott leben, dann wird die sehen, die sehen. Ich meine nicht, dass die Umstände alle beim Fan sind, aber ans Hort wird der Ruhe haben, ans Hort wird der Frieden haben, dann wird die sehen, die sehen. Aber wenn wir wollen verjähren von uns Gott, und alles handelt sich nur an mich, dann wird das alles sehr. Das ist, was er sagt. Und dann, wenn das nicht so wird, dann all die Dinge, wir sehen, was die Völker belebt haben, all die Dinge, was die Völker erfahren haben, das kommt dann auf uns. Was sagt er wirklich? Er sagt, wenn du dein Leben auf die selbst bringst, dass er alles an die zu tun ist, nicht mehr ab Gott, nicht mehr Gott sein hat, aber den nicht verlangen, dann verlot die dort ab, das wird sehr sein. Das wird nicht schön sein. Und dann fangen wir uns an zu jagen. Jake, die das nicht, was ich will. Henry, das nicht, was ich will. Dann mache ich ihn jagen, dann mache ich ihn hängen, ihn vertrauen, was die verprasste Menschen sind und all so eine Dinge. So mache ich ihn drauf ran, damit ich nicht wenigstens Gott feilen.
Nicht so? Dan je de hand her, hier waren voor mij zo'n zaken staat. En dan jaft het in je perke hand en twee. En Jezus zegt, ob je zou een God leven, dat is het eerste gebod. En het tweede gebod, dat we ons in een ander zo leven als onszelf. Nu is mijn vrouw dit. Wer gleicht, wanneer andere mensen slecht reden van ons? Irgendwer? Ich ook nicht. Aber weet je wat? Dan zal ik ook niet van anderen. Leef je in ander, dat is jezelf. Dat is God zijn hart. Aber wir merken dat leven, zodat er aan mij te doen is. En wanneer er aan mij te doen heeft, dan moet ik dan wat andere problemen erover reden. En wer wat du in je leven, wanneer is dat niet schaft? Ik weet een voorbeeld geven van wat laat, van wat arbeiden dat. We waren in Belize, dat weet je alle. We woonden voor 9 jaar door. En er was een tijd, dan, als ongeveer 5 jaar terug, weet ik niet, we in 2014 of 2015, da hebben we een leiderschap getroffen. So, we woonden in Belize, we fuhren über die Grenze in Mexico, in Chetumal. En dus hebben we als leiderschap getroffen, dus met een groep kirchenlehrer. En we hadden ons een motelstudie gepacht. En dus even een grote parking lot, wir nicht ganz vielleicht ein halb Kilometer, aber wir müssen zu Fuß gehen. Und dann dürfen wir in der Mall. Und in der Mall haben wir einen Platz, wo wir können essen, Food Court, nennt sich dort. Da können wir alles essen, wir können Chinesen essen, mexikanische essen, alles essen können wir da kaufen. Verschiedene. Da können wir auch Pizza kaufen, wenn wir wollen, für Kinder, da können wir auch Hamburgers und alles. Und dann haben wir das abgestellt, alle Multituden, wo wir durchgehen zum Essen. Und das wird schön. Aber ich habe eine Schwachheit, dass ich gleich Eis Cream. Ja, Olivia, that's true. I like ice cream. Hot fudge Sundays, caramel Sundays, right, Ernie? Ja, schmeckt es schon wahrscheinlich. Anyway, dann so alle Tage, wenn wir von der Food Court weggingen, wenigstens einmal am Tag, nicht ganz, aber einmal, zweimal am Tag, um da alle balancen, dann hielt wir bei McDonald's an und dann kaufte ich mir diese Hot Fudge und Caramel Sunday, wenn ich gleich diese sei. So, nur ein Tag, ich ging so, ich hatte den Tag, hatte ich Schlaren an. Und so, je weet nog, wenn einer Schlaren anhat, dann ist das Foto nicht ganz so maglich, als der gewöhnlich ist. Und in diesem Tag, ich habe mir den Hot Fudge Sunday gekauft, einen Caramel Sunday, weiß ich auch nicht mal ganz genau, aber ich habe einen Sunday gekauft. Und ich hatte den Sunday in der Hand, und ich ging, und wir waren ab und Weg 3 in einem Motel von der Food Court, und hielt wieder an, kauften den, und schmackst, und das schmeckt, der Herz auf Schein. Und es verbieten ging, dann rein dort. Und wir gingen da rein, und da fing einmal an Terrain, manchmal fing Tina an Terrain. En zij had zo aan, zij kon dat doen. En dan vond ik aan te raan, en ik had slaren aan. En je weet niet wat dat, wanneer raan dat met slaren, dat is niet gewoon zo fijn. En dan wanneer de slaren nat worden, ben de regen dollar en dollar, en de slaren die worden nat, en dan rutscht dat, dus dat is niet zo fijn. Nu weer de ene steed, we moesten over 2 curbs, dat is wie een boulevard, en ik had mijn ijscream hier in de hand, en ik raan, dat klopt hier zo. En nu moest ik dus over de boulevard even raan. En de boulevard, blust hem zijn wat dat is, dus een cement wandje, een leeg curb. Dan is er wordt een streep gras, dan waren de curb. So ik einfach den ab, en dan hups ik, andere die ab, en dan is ik de waar roft, en dan rijdt mijn slaar 2. Dat klappt alles staan. En dan verstopte ik me. En dan vangt mijn bovenste eng, vangt om boezje te moven, dat is de eerste eng. En dan vang ik aan te zeggen, ik kom nog niet, maar dan maak ik, en ik vlieg in de laaf, 120 punt. Smaat ik daar geloof. En ik had mijn ice cream. En die rijdt voorop. Die weer farmen. Die weer werkelijk, die weer farmen. De ijscream die weer farmen. En dan in een laaf, omdat ik het aanvoer, ik merk entscheidungen. Dat doe ik alle. Omdat we het aanvoeren, we merken entscheidungen. So, ik merk de entscheidung, dit ijscream is mij geweldig wichtig. Ik moet den bewaren. So, daar houden zich aan mij, niet zo? So, in een laaf, ik geef hier 120 punten per seconde. En dan geef ik hier, en dan moet ik dit bewaren. Ik trek den hinein. In dem wat we bewaren. En dan doen we het, dan draai ik me ook al zo. Ik wil niet op een pants opkomen. Dan draai ik me en dan kom ik op mijn schulter op. Hier is het probleem. Wanneer ik weer een bladlachje was, dan word ik gerutscht hebben. Niet zo? Wanneer ik weer op een gras opgekomen, dan word ik gerutscht hebben. Maar ik kwam op een pavement op. En pavement is struif. En wanneer ik op heb, een rutscht niet unbedingt. So, dan kwam ik je ooit smarter doorgelaufen, ik trok mijn ijscream hinein, ik hield in hier zeer, dat die Sache weer, en ik kwam op mijn schulter op, en mijn schulter, die rutscht niet, aber 120 punt schwung, mijn Körper rutscht. Dan reikt mijn schulter einfach van je lenkrug. Man, ik wil me abrechnen, dat deed niet. Oh man, hij heeft mijn schulter uitgereden.
Und dann drehte ich mich über, ich stand ab und ich hatte den Eiscreme hier so. Und stand ich ab und hier so wie ein Loch, wie ein Halling, hier so wie eine Schule, wie einfach ganz von mir Lenker getagt. Und dann konnte ich mal mein Eiscreme abheben, das steht, wie alle schraubt, das bloß steht. Ich muss einfach mit dieser Hand drauflegen, um den Eiscreme nehmen, dass ich kann waschmieten. 5 Jahre later, 5 Jahre later, was immer das ist, ich muss noch einmal leiden daran. Weißt du warum? Bin ich bekämmert an mein Eiscreme. Ich bin bekämmert an was mir wichtig wäre. Weißt du, wenn ich den Eiscreme habe Futter gesehen und ich habe mich in der Hand gebracht, ich habe mich schauen. Aber ich bin bekämmert an das Ding, was mir gefällt. Von der und auch lebe ich nach. Und kriegst du erst an die Gemeinschaften. Wenn ich nicht bekämmert bin am Gott sein Hort und ich war an der Front so leben, dass mir das gefällt und wenn du nicht da bist, dann muss ich durch unser Leben. Das wird Arbeit. Die Gemeinschaft, wenn wir uns einer Hort verabtragen wollen, uns einer Hort ran, dass so das, was wir das wollen, dann sind wir das, was wir unser Leben tun. Das ist nicht der andere, was wir unser Leben tun. Aber schließlich, der Körper Christi, der tut unser Leben. Aber Jesus sagt, erste Ding soll wie Gott leben. Tweede Ding, wir sollen uns untereinander leben. Dort wird Jesus sein Gebot. So, das erste Gebot, leif Gott. Das zweite Gebot, wirklich, das kommt ein Beweis, dass ich abgeführt, was Gott sein Hort für mich ist, dass ich am Leben war. Und dann fange ich an, hinter alle zu leben. Das beweist, dass ich das erste Gebot gehorsam bin. Interessant, nicht so? So wird overall. Wird overall. Well, ein paar Dinge müssen wir weiten. Ein paar Dinge, erstens müssen wir weiten, dass wir haben in Jena. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, er sagt, dass die Stehler, die kommen bloß um zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sehe gekommen, das Leben zu bringen und dort sie das voll abhaben sollen. So, wir haben in Jena. Und dann, was wir tun, die so tun, die wir immer haben, dass wir sollen dort nicht tun, was Gott gefällt, und wir sollen dort tun, was Gott nicht gefallen hat. So, er wird immer dort schaffen, dass ich die Ursache kann, dass wir uns verknüschen können, dass wir uns nicht leiden können, dass wir uns jachten können. Er wird uns immer Ursache geben, dass wenn wir das wollen, dann können wir das tun. Aber wir müssen verstehen, dass das nicht Gott sein Hort. Dort ist uns jener. So, wenn ich und du uns nicht versehen können, wir müssen das verstehen, dass das in jener, was in uns arbeiten, der was uns driven, der zum das tun. Wenn Gott sein Hort ist, dass wir arm leben und dass wir uns untereinander leben. Wenn ich und du uns nicht versehen können, wenn ich und du uns nicht gleichen können, wenn ich und du uns nicht leben können, dann meinst du viel, das ist in jener, was jener uns schaffen wird, und wir müssen jenen den stehen. Das ist eine Sache. Jesus sagt, dass das Leben wird voll ab sein. Das meint nicht, dass unbedingt, dass unsere Geldtaschen immer voll sind. Das meint nicht, dass wir einen Geschmack im Haus haben und nicht kochen, aber das meint, dass wir in seinem Frieden leben. Stellt euch mal das vor. Wenn du in die Nächste nicht versehen kannst, wenn du in die Nächste nicht gleichen kannst, hast du Frieden. Wenn ihr treffen, kommen die Typen und sagen, oh, das geht scheinbar der Typ, das ist eine gute Idee. Jesus kam, dass wir es dann voll abhaben. Okay? Wenn wir wollen haben, dass wir uns untereinander leben, wenn wir wollen den Beweis haben, dass wir Gott leben, wir können nicht bloß, das ist der zweite Punkt, wir können nicht bloß Acht geben am Wort von Büten Lot. Wenn eigentlich von uns nach vorne feststellen, dass wir gleichen uns sehr, aber ähnlich wie du nicht, dann wird sehr kalt gelebt sein. Wenn wir wollen haben, dass die Frucht soll Geschmack lassen, was die Wirklichkeit, die Wort von da kommt, so ich will sagen, das. Wenn wir wollen haben, dass wir wollen Gott seine Frieden haben, wenn wir wollen haben, dass wir wollen einfach Gott sein Gebot gehorsam sein, dass wir uns untereinander leben, dann müssen wir erste und meiste Acht geben auf das erste Gebot, nicht das zweite. Und das erste Gebot ist, dass wir Gott leben. Das ist das ganze Hort. Das ganze Seil, mit all unsere Gedanken und mit all unserer Kraft. Weißt du, wenn ich vor Gott lebe mit meinem ganzen Hort, dann will ich anfangen zu leben. Denn dort ist Gott sein Hort. Dort ist Gott sein Hort. Und wenn ich ein Problem habe mit dem Leben, das ist ein Beweis, dass ich das erste Gebot nicht versteht zu sein. So wird es dort. Well, ich will noch wahr sein, das handelt sich um das. Wir müssen einfach Gott kennen. Wir müssen ihn nicht bloß annehmen als das Herr und das Heiland. Wir müssen ihn kennen. Da meint Tiet niemand an. Da meint Horchen an. Da meint in seinem Wort sein. Da meint im Gebet sein. Mit seinem Wort beschäftigen. Und der Dollar, wie dort, der Dollar, wo wir arm kann. Und der Dollar, dass wir arm kann, der Dollar, wo wir lernen, am zu leben. Und der Dollar, wir am leben, der Dollar, wo wir
als een ander leven. En weet je wat? Dan wordt het waar aan komt dat de mensen wat bezit zijn, die worden afhankelijk te kijken en zeggen, wat gaat in die hart aan? Waar is het dat u dit kost doen? Waar is het dat u kost leven gaan, wanneer ik niet kan? Dan maar eenmaal dan worden die zijn, die worden terugkomt vrij in de route. Die worden zijn dat we zijn het licht in de wereld. Dat zal dat beëerd. Dan maar eenmaal dan wordt dit een bewijs zijn dat we God leven. Zeg we zijn dit nog eenmaal. Omdat we als kan een ander leven, omdat we kan het bewijs hebben dat we God nu volgen, dan moeten we acht geven op dat eerste gebod. God leven, dat is ganz het hart. Aan ze danken, aan ze zuil, en al onze kracht. Dat we te bidden. Vader, dank zijn voor die woord. Dank zijn voor het bijspel wat u had, dat we die zullen leven. En niet het bijspel dat je bouwt, wat u had, dat we die zullen leven. En dat bijspel wat Paulus gegeven heeft, dat we proeven die niet te leven. Dat we werkelijk einfach aan het proeven te traan van die. Dat die verlangen is en die hart is, dat we einfach worden leven aan een voor een anderen. En maar we geloven dat we kan de weg trekken, we kan die leven, maar niet aan een ander leven, we smeren ons aan. Herr God, ik bid dat u ons moet einfach trekken en ons een groot verlangen geven naar die woord, een groot verlangen geven naar die, en door de gemeenschap wat we hebben met die, dat we maar immer zijn wat die hart is voor ons een en ander. Dat we zijn wordt laat, waar we die werkelijk in geest aanbeden doen. Waar we ons werkelijk die willen doen, dat wordt het laat, waar we ons een en ander doen. En wordt het dan laat, waar we zo'n zeugnis hebben, dat mensen kijken en zeggen, wat hast du? Dan hebben we die alleen het met te doen. Herr God, zie ons, zie met ons, wijs ons den weg, Herr God. In Jezus' naam. Amen. Helemaal dankzij voor de boodschap, Henry. Het Schlusslied waar we zingen Everywhere I Go. We posten das abstunden. Dat lied zingen.
Für den Sehenspruch janke mit zu lesen von 4. Mose, Kapitel 6, Vers 24 bis 26. Mocht der Herr die segnen und die Schutz geben. Mocht er die mit Freiheit helfen und gänzlich tätig sein. Mocht der Herr dich mit dir bleiben und dir fast in Frieden geben. Amen. Vielen Dank, wir sind Leuten.